Hallo und ein herzliches Willkommen zu TechStream, dem Medienpodcast von Mebu Live. Wir sprechen mit Bewegtbild-Profis über neue Technologien und Workflows. Egal ob Produktion oder Distribution, uns interessiert, wie Kultur- und Sportevents den Weg über die Kameralinse auf die heimischen Endgeräte schaffen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Hamburg Open 2024. Der zweite Tag ist angebrochen und ich habe einen ganz besonderen Gast hier im Podcast-Studio, Klaus Pfeiffer, ein Veteran der Broadcast-Branche quasi. Klaus Pfeiffer von Sony, herzlich willkommen. Dankeschön. Es ist auf jeden Fall wieder der Jahresauftakt für viele, auch viele bekannte Gesichter. Wie sind denn die ersten Impressionen hier von der Hamburg Open? Ja, sehr positiv. Für uns ist es so, ich will nicht sagen, ein Familientreffen. Man trifft sich, es sind auch viele Broadcaster hier, viele von der ARD. Das ist ein buntes Publikum, man trifft sich, es ist ein lockeres Zusammensein, keine Termine normalerweise. Man diffundiert so ein bisschen durch die Halle und trifft trotzdem jeden. Das ist toll. Ja, schön. Ich meine, der Jahresauftakt ist natürlich auch immer dazu da, um so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, zu sehen, wie entwickelt sich das neue Jahr 2024. Ihr habt bei Sony bestimmt auch eine Idee davon, was die heißen Themen sein werden. Eins der Themen ist vernetzte Produktion. Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Wie siehst du denn vernetzte Produktion in der Entwicklung und vor allem im nächsten Jahr? Ich glaube, das wird sich weiterentwickeln. Die Notwendigkeit ist da. Produktion besser, schneller, flexibler zu machen. Und da ist die vernetzte Produktion, also IP Live, das Thema, um das Beste aus dieser Produktion herauszuholen. Wo siehst du da die hauptsächlichen Herausforderungen, den Broadcastern gegenüberstehen? Ja, letztendlich ist es nicht nur, dass man Insellösungen schafft und das eine Kabel mit dem anderen Kabel ersetzt, sondern auch, dass die Workflows verändert werden können. Denn erst dann kommen die Vorteile heraus. Also zum Beispiel Remote Production, das notwendig ist. Wenn man bestimmte Standorte verbindet, um dann auch die Ressourcen, die man hat, besser zu verwenden. Das eine Studio in einem einen Standort mit dem Mainframe, dem Prozessor in einem anderen Standort zu verbinden, als Beispiel. Ja. Dann kriegt man die Vorteile heraus und dann ist es auch kostengünstiger. Ja, und könnt ihr bei Sony erkennen, wo die Hauptbottlenecks sind bei euren Kunden, bei den Broadcastern? Ist es die Technologie oder die Entscheidung für und wider, oder ist es eher vielleicht sogar, sind es die Leute innerhalb der Unternehmen, die sich darauf einstellen müssen, was dann da in der Zukunft kommt? Was ist es? In der Tat ist es eine Schwierigkeit von, wo die Leute herkommen. Also einen Broadcast-Ingenieur zu finden, der genauso auch IP-Frames kennt, ist nicht so einfach. Auch von den Universitäten kommt was, aber nicht so viel. Und deswegen ist es schon auch ein Problem der Leute, die das bedienen können, die das planen können. Aber ich denke, es ist auch ein Thema von Transformationsprozessen und Änderung der Workflows und ob man bereit ist, das zu tun. Natürlich müssen wir das alle verändern. Es ist mal so eine Balance zu finden zwischen never change a running system im Vergleich zu, wir können mehr machen, wenn wir eben auf IP gehen. Okay. Du hast es vorhin schon angesprochen, veränderte Arbeitsprozesse, mehr machen mit weniger und so. Da kommt mir unweigerlich das Thema KI in den Kopf. Wie siehst du denn das Thema künstliche Intelligenz im neuen Jahr? Was wird sich da tun und wie kann Sony vielleicht auch dabei unterstützen? Ich denke, da wird sich sehr viel tun. Also wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung in der Schweiz zum Thema künstliche Intelligenz. Da wird viel geforscht in Japan, in den USA zu diesem Thema. Natürlich muss man immer schauen, wo kann man das einsetzen, wie kann man das einsetzen, wie passt es auch in diesem Broadcast-Segment. Wenn man sowas wie Kameratracking oder Autofokus damit reinrechnen würde, weil prinzipiell ist das auch eine Form von KI, dann haben wir das natürlich schon in vielen von unseren Produkten reingebracht. Genauso Kameratracking, eine Kamera, das die hinterherzieht, könnte man auch als KI bezeichnen. Aber vielleicht ist es dann eher so Sachen wie Speech-to-Text oder automatisierter Schnitt
den man gebrauchen kann. Wir haben eine Lösung zum Beispiel im Sportbereich, mit dem automatisch Inhalte überprüft werden können und es wird ein Tor erkannt und es werden direkt Clips erzeugt, damit man schneller Sachen produzieren kann. Ja. Kannst du vielleicht nochmal 2, 3 Sätze dazu sagen, wie ihr bei Sony vielleicht schon künstliche Intelligenz einsetzt, um effizienter zu arbeiten, oder ist das ein Unternehmensgeheimnis? Überhaupt nicht. Also wie gesagt, in Form von Kameratracking, wir machen da so Sachen wie sogar Bone-Tracking. Es ist nicht nur das Auge, das getrackt wird, sondern der ganze Körper wird getrackt. Die Kamera kann erkennen, ob der Körper in die Richtung steht oder die Richtung. Das bedeutet, wenn man sich umdreht, ist der Fokus nicht weg. Das ist auch eine Form von KI. Okay, aber ich meinte jetzt gerade eher so Themen wie Arbeitsprozesse beschleunigen, im Marketing schneller arbeiten, in der Organisation schneller arbeiten. Wird da bei Sony auch schon KI eingesetzt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir arbeiten natürlich auch mit vielen anderen Firmen zusammen, um deren Tools zu verwenden oder diese Tools auch in unsere Produkte einzubauen. Aber das ist ein Riesenthema, wie es überall in der Industrie sein muss. Ja. Eins der anderen großen Themen, die jetzt in den letzten 1, 2 Jahren aufgekommen sind, über das ich mit dir gerne sprechen würde, ist das Thema 5G. Jetzt habt ihr vergangenes Jahr auf der IBC einen Kamera-Encoder, nenne ich ihn mal, vorgestellt, den RPU7. Wie siehst du das Thema 5G in der Produktion und wie glaubst du, werden in Zukunft Produktionen über 5G stattfinden? Also ich glaube, auch da wird sich viel verändern und viel tun. Wir haben den großen Vorteil bei Sony, dass wir nach wie vor eine Mobilfunkabteilung haben. Und diese Mobilfunkabteilung ist in Kontakt mit allen großen Mobilfunkprovidern hier in Europa, Telekom, Vodafone und so weiter und so fort im nordeuropäischen Bereich, die natürlich alle ihre eigene Form und eigene Integration benötigen. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir mit denen zusammen auch Workflows und Optimierung des Netzwerks anbieten können. Daran arbeiten wir, dass wir für Broadcaster diese Bandbreiten zur Verfügung stellen, zusammen mit den Mobilfunkanbietern, sodass man dynamisch Bandbreiten buchen kann und die auch über unser Navion Orchestration auch zubuchen kann, damit man gesichert auch in einer sehr dichten Umgebung Bandbreiten hinzufügt, eine Kamera hinzufügt oder die wieder wegnimmt. Ja, jetzt habt ihr, ich glaube, es war im letzten Jahr auch dazu einen Testcase gehabt. Vielleicht kannst du ein bisschen plastischer mal erzählen, wie eure Lösung eingesetzt wird, um 5G gewinnbringend in der Produktion einzusetzen. Als Beispiel ist da die Krönung von King Charles in UK, in London. Wir haben auf in der Krönung einen 5G Private Network aufgebaut, zusammen mit Partnern. Und dieses Netzwerk so orchestriert, sodass man auch dynamisch Kameras hinzufügen konnte. Das war der eine Fall, noch relativ einfach, aber auch mit diesem RPU7 Encoder, Low Latency, nur 2 Frames Delay in 4K Qualität. Den nächsten Use Case, den wir gemacht haben, war mit TV2 in Dänemark, wo auch da eine Produktion in den Tivoli Gardens produziert wurde und das nicht nur von der Kamera runter, sondern auch, wir haben die Kamera gesteuert über 5G-Netzwerke, sodass dass die Produktion, der Produzent eigentlich gar keinen, für den war das kein Unterschied zwischen einer kabelbasierten Kamera und einer über 5G angeschlossenen Kamera. Und das sind dann private Netzwerke gewesen? In der Tat, das waren private Netzwerke. In Zukunft könnte man sich natürlich überlegen, das auch in Public Networks zu machen, aber da sind noch mehr Abstimmungen notwendig, um diese Netzwerke zu steuern. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Produktioner sagen, ja klar, in so Ausnahmesituationen, wie wenn der König seine neue Krone bekommt, macht es vielleicht Sinn. Und da gibt es auch keine andere Option, zum Beispiel Kabel zu legen, aber in so Studioumgebungen oder so, da ist es noch einfacher und schneller, Kabel zurück zum Mischer zu verlegen. Glaubst du, da wird sich noch was ändern oder glaubst du, das wird immer so bleiben? Nee, aber das ist genau das. Es muss flexibel angepasst werden an die Produktionsanforderungen. Und es gibt da keinen falsch oder richtig, es gibt nicht schwarz oder weiß einen Weg, sondern es kommt ganz darauf an, wie das Produktionshaus, der Broadcaster damit umgehen möchte. Möchte ich lieber mehr
OPEX-betriebenen Produktion machen. Das bedeutet, man bucht sich Leistungen temporär zu, wenn gerade eine Landtagswahl passiert, sagen wir mal, wenn ein Event passiert, sowas wie diese Krönung, dann wird das dynamisch hinzugefügt. Oder wenn es eine permanente Basis von Produktionsleistung notwendig ist, dann ist es natürlich sinnvoller, das eher mit CAPEX zu machen, mit kabelbasierte Lösungen. Also das ist ganz dynamisch, je nachdem, wie der Anwendungsfall ist. Okay, ich verstehe. Ein anderes Thema, das ihr in letzter Zeit immer wieder mal unterstrichen habt, war das Thema Virtual Production. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, deswegen lasst uns da gerade mal noch drüber sprechen. Virtual Production, letztes Jahr Riesenthema. Ne? Man versucht, die Produktionskosten gering zu halten. Man ist an einem Ort, man muss nicht mehr die ganze Crew durch die Welt schicken und so. Wie siehst du Virtual Production in der Entwicklung 2024? Ich denke, auch da wird es nach oben gehen. Da gibt es immer mehr Tools, die gemacht sind für Virtual Production. Nicht nur Corporate-Sachen, die übernommen werden, sondern dediziert für Virtual Production im Cinebereich produziert. Wir haben gerade Tools vorgestellt, wir haben sogar Software-Tools vorgestellt, die mit Unreal Engine zusammenarbeiten, also eine Virtual Venice. Wir optimieren bezüglich der Farbwiedergabe, sodass dann weniger Postproduktion notwendig ist, sondern viel mehr in der Pre-Production gemacht werden kann. Und für mich ist ein wichtiges Thema, dass Virtual Production natürlich auch einen Beitrag zum Umweltschutz bietet, indem, wie du schon sagtest, weniger geflogen werden muss, mehr produziert werden kann an einem Ort. Das ist vielleicht auch für die Familie besser, wenn nicht so viel gereist werden muss. Okay. Ja, für manche vielleicht ein bisschen schade, ne, wenn man dann zu Hause sitzt die ganze Zeit. Das muss man immer abwägen. Für und wieder, ne? Für und wieder. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Und zwar haben wir jetzt Anfang des Jahres schon die eine oder andere Konsolidierung gesehen im Bereich der Produktionsdienstleister, sage ich mal. Was glaubst du, passiert 2024? Sehen wir mehrere solcher Zusammenschlüsse? Geht es der Branche gut? Geht es der Branche schlecht? Oder muss man das doch ein bisschen differenzierter sehen? Ich glaube, wie bei allen, genauso wie bei unseren Kunden, müssen Workflows optimiert werden. Es muss immer mehr konsolidiert werden. Also ich denke schon, dass wir da auch was sehen werden in 2024, aber vielleicht nicht in demselben Tempo wie vorher. Letztendlich sehe ich relativ positiv auf das kommende Jahr oder dieses Jahr, weil einfach genug Themen da sind, die besprochen werden müssen und an denen wir arbeiten können, zusammen mit unseren Kunden. Okay, aber Sony hat jetzt nicht vor, mal wieder zuzuschlagen auf dem Markt. Wer weiß, wer weiß. Okay, herzlichen Dank, Klaus Pfeiffer. Schön, dass du da warst. Ich freue mich immer. Und ich wünsche dir noch eine schöne restliche Hamburg Open 2024. Vielen Dank.